Als ich nach Südamerika gekommen bin, dachte ich, jetzt bin ich im Kaffeeparadies. Hier kommt das Zeug her, Best Quality. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass Kaffee in vielen Gegenden überhaupt keine Rolle spielt. Das ändert sich heute, denn hier im Herzen von Kolumbien wächst er. Der beste Kaffee der Welt. Im letzten Video waren wir in der Tatacoa-Wüste. Jetzt geht es 300 Kilometer weiter nordwestlich. Hier zwischen Cali und Medellin sieht Kolumbien komplett anders aus. Wir befinden uns hier auf etwa 1000 bis 2000 Metern Höhe. Die Landschaft ist märchenhaft, sattes Grün, dichter Nebel. Ganzjährig hat es ungefähr 20 Grad. Es gibt viel Regen. Es ist das Kaffeedreieck oder Eje Cafetero, die Kaffeeachse. Das war mir auch gar nicht so klar, dass es so hoch liegt, aber klar, Kaffeeanbaugebiet, Hochlandkaffee. Wenn man ein bisschen nachdenkt, hätte man sich's denken können. Und es geht hier auf jeden Fall extrem runter. Und es sind hier überall, bitte Motorbremse benutzen, lalala, lalala. Ich mache das dann immer so, dass ich also die Vorderbremse benutze. Fahre ich nicht so auf Kante, dass ich da immer bremsen muss wie so ein Ochs, sondern ich lasse eher rollen. Und Vorderbremse benutze und dann nächste Kurve benutze ich dann Hinterbremse, so dass es ein bisschen immer kühlen kann. Damit die nicht weich werden. Bei den Trucks riecht man es immer. Verbranntes Gummi. Ja, ich habe halt noch kein Hotel. Ich kann mir entweder spontan da was suchen. Was heißt spontan? Ja, einfach am Wegesrand. Oder, was macht er jetzt? Links, rechts. Oder ich kann halt bei Booking gucken, da gibt es halt auch immer ganz gute Angebote. Also, das hier ist Finlandia. Wow. Und das ist der weniger touristische Ort. So, also ich habe was gefunden und gebucht. Ist aber eine halbe Stunde von hier. Ich muss ja auch nicht unbedingt hier im Halligalli-Dings wohnen. Das andere, also es gäbe hier auch was für 17 Euro. Da kommen dann noch irgendwie Steuern drauf. Aber die Mehrwertsteuer muss man als Ausländer nicht zahlen. Gracias. Ich habe jetzt hier kurz gestanden. Ja, und aber ja, 15 Euro ist eigentlich so, was ich hier maximal zahlen will, immerhin. Welcome Bikers. Ihr erinnert euch noch vor 2 Tagen, als ich dieses Anwesen mit Pool und so gebucht habe für, ich weiß gar nicht, ungefähr den gleichen Preis und es gab es dann nicht. Ist übrigens immer noch so, dass Booking mir immer noch Mails schickt, dass ja, die Unterkunft antwortet nicht, ich soll doch dort anrufen.
und bietet mir die Nummer an, die nicht existiert. Ja, okay. Also der Kundenservice von Booking.com ist für den Arsch, quasi. Naja, solange da nichts passiert, solange die mir nichts abbuchen oder so, brauche ich da auch nicht anrufen. Aber jetzt habe ich quasi genau das gekriegt, was ich da vor 2 Tagen gebucht habe. Pool. Ja, ich habe da ein Zimmer, mega geil, zeige ich gleich. Und ich zahle jetzt 12 Euro. Mit allem. Und da stand ja Biker willkommen, Bike Weekend. Ich glaube, das war, also ich habe es kurz im Internet nachgeguckt, das war jetzt gerade. Aber hier stehen noch Harleys rum. Und andere Motorräder. Hier auch noch mal eine Harley. Schön mit Kuhfellsitz. Geil. Ja. Da kommt jetzt Lucy dazu. Kann sich schon mal mit den harten Harleys unterhalten. Das ist die Provinzhauptstadt oder die Hauptstadt der Kaffeezone. Ja, ist eine richtige Stadt. Und es ist immer so ein bisschen grau, weil das ist typisch hier für die Kaffeezone, dass es hier viel regnet. Deswegen gibt es ja auch den geilsten Kaffee der Welt. Und bekannt ist der auch, weil er besonders mild ist und ja, Arabica-Kaffee, Hochlandkaffee eben. So, heute bin ich nach Finlandia gefahren wieder. Weniger Touristen da, weil als ich das letzte Mal da war langes Wochenende, habe ich rausgefunden. Und deswegen waren so viele Leute da. Aber dafür hat es jetzt eben gerade so mega geschüttet. Krass. Gott sei Dank auf dem Weg. Bin gerade angekommen, hat's angefangen. Also bin nass geworden, aber nicht so ganz so schlimm. Und dann war ich jetzt hier in dem bekanntesten Restaurant. Der Preis ist natürlich gehoben da, aber ich habe da jetzt nur eine Vorspeise gegessen. Und laufe jetzt einmal durch die Stadt und man kann hier schon sehen, oder durch das Dorf, das ist halt alles so, ne, wie aus einem Kaffeefilm. Und hier von Finlandia aus, da gibt es dann so eine Straße und da sind diese ganzen Kaffeefincas, wo man auch eine Tour machen kann. Und das zeige ich ja schon seit ich den Fuß auf Südamerika gesetzt habe, dass ich auf jeden Fall so eine Kaffeetour machen will. Eine Sache vielleicht noch, berühmter Spruch in Kolumbien, hier. It's Colombia, not Columbia. Und es liegt ja daran, dass das nach Christoph Kolumbus benannt ist. Und Christoph Kolumbus heißt in Spanien Christoph Colón. Also nicht mit U. Neben den fancy Cafés gibt es natürlich auch die Local Ones. Und das hier ist voll, immer die ganze Zeit. Deswegen bin ich jetzt mal hier reingegangen. Und ich habe mir das hier ausgesucht. Und wenn man zu viel Kaffee schon getrunken hat, dann kann man immer noch auf Kakao umsteigen. Und das ist immer, kannst du immer aussuchen, ob also in Milch oder in Wasser. Ich habe jetzt mal in Milch genommen, weil Dickerchen will immer in Milch nehmen. Aber Säfte nehme ich zum Beispiel sehr gerne in Wasser. Kann man auch immer aussuchen, in Milch oder in Wasser. Und die Kakaos hier, das ist halt auch immer richtiger Kakao. Die schmecken so intensiv, das ist ja brutal geil. Richtig lecker. So, wer kennt's? Wir sind wieder in Finlandia. Aber diesmal fahre ich nur durch, denn heute ist es soweit. Ich erfülle mir den großen Traum, den ich schon seit 2 Jahren träume, hier in Südamerika einmal eine Kaffeeproduktion zu besuchen, eine Kaffeefinca. Und da wir hier ja in der besten Kaffeegegend der Welt sind, ist hier der richtige Ort dazu. Also ich hatte bei Rita und Thomas das bei Instagram gesehen, als die eine Kaffeefarm besucht hatten, und es war so ganz privat, die waren nur zu zweit, glaube ich. Und es sah total cool aus. Habe ich den gefragt, wo die es gemacht haben. Ich hatte dann aber hier noch eine andere angefragt. Die wollten aber ungefähr das Doppelte an Geld haben.
und haben dann auch so Englisch und so angeboten. Das war mir eigentlich schon zu professionell. Und jetzt habe ich es genau da gebucht oder mich da reserviert, wo Rita und Thomas auch reserviert haben. Da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Und das kostet 14 €. Aber es dauert 3 Stunden. Also ich bin sehr gespannt. Und man fährt jetzt halt auch hier durch diese geile Kaffeestraße. Natur ist ja halt überall überragend hier. Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí para poder existir, te elijo a ti, te lo voy a repetir, te elijo a ti, siempre voy a insistir, te elijo a ti, ya no quiero sufrir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te quiero, 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 te quiero decir que te quiero, 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 te quiero decir. Also hier sind jetzt die Kaffeepflanzen und ich kann einmal erklären, es gibt halt 2 Hauptmarken, Robusta und Arabica. Und Arabica ist die Premium-Marke. Ich bin hier noch am Pflücken nebenbei. Die roten kann man pflücken. Hier ist schon mein Körbchen. Der Robusta ist mehr bitter, deswegen ist er billiger und es ist ein richtiger Baum, ein hoher Baum. Um mehr Ertrag zu haben, wird oft mit Robusta gemischt, weil er eben billiger ist. Und hier in Kolumbien gibt es aber nur Arabica. Und wenn die eingepflanzt werden, werden die in Sand eingepflanzt, weil man sie dann einfacher wieder rausnehmen kann und umpflanzen nach ein paar Monaten. Außerdem gibt es weniger Parasiten. Ja, Patrick. Y los hundes muy bien. Y listo. Y aquí esperamos, ¿cuánto? 4 meses más. Paciencia. Und wir pflücken jetzt hier ein bisschen Kaffee. Und innen drin, kann man das aufmachen und da ist dann die Kaffeebohne drin und die schmeckt, man kann die lutschen, die schmeckt süß. Und umso weniger rot die ist, umso weniger süß ist sie halt. Deswegen man nimmt nur die roten. Und es gibt hier noch Kaffee Spezialität oder Spezial. Das sind eben Monokulturen dann. Also es ist kein Blend, es ist nur eine Sorte. Wenn es aber Kaffee normal ist, dann ist das zwar Arabica, aber innerhalb des Arabicas gibt es dann natürlich noch ganz viele Varianten. Das ist dann eben billiger und deswegen kann man quasi noch die Qualität erhöhen oder den Preis erhöhen sozusagen, wenn man das hat. Er sagt aber, viel von dem ist halt Marketing. Es gibt dann noch diese, was weiß ich, Geisha oder so, bestimmte Richtungen von Arabica und die sind dann besonders teuer. Und er sagt aber, der Kaffee ist nicht besser. Wichtig ist halt, dass es Arabica ist und kein
Robusta. Oder was heißt, ja, weil der Robusta eben bitter ist. Also im nächsten Schritt, nach dem Pflücken, werden sie geschält. Ja, hier. Un poquito fuerte. Sí, esta es una despulpadora o máquina de pelar café. ¿Cómo? ¿Sí? Que con ese dulce intentamos que el grano... Und dann sind sie hier so leicht feucht, so wie man sie einfach auseinanderdrückt. Und dann ist es wie mit Honig. Und es gibt manchmal Packungen, da ist es dann wie mit Honig. Das ist dann speziell, aber normalerweise wird der Kaffee gewaschen. Und da gibt es dann verschiedene Formen, wie oft man das waschen will. Umso mehr man das wäscht, umso weniger süß ist er dann halt. Aber es ist sehr unökologisch, weil es viel Wasser verbraucht. Und ja, hier wird er jetzt getrocknet in so einer riesen Schublade. Ich kann euch mal zeigen, wie riesig das ist. Und dann ist es eben so, dass man kann ihn dann schälen. Er schält ihn jetzt quasi. Ja. Und wenn er geschält ist, sieht er so aus. Green Coffee o Café Verde listo para Grüner tostar. Kaffee nennt man das. Also wenn man den schält, dann sieht man auch die Qualität ganz unterschiedlich. Das hier ist schlechte Qualität, wenn man das sieht. Der sieht halt so ein bisschen nicht so schön aus. Und der kostet dann nur irgendwie ein Fünftel. Also wenn ihr irgendwie günstigen Kaffee immer seht, sehr günstigen Kaffee, dann ist es oft schlechte Qualität. Also das erste Schälen war vom Fruchtfleisch befreien und das zweite ist, da ist wie nochmal so eine dünne Hülse von Schale über den Bohnen. Das ist das zweite Schälen. Und er hat das jetzt einmal gezeigt von Hand, aber es gibt auch eine Maschine, das sieht man jetzt hier. Vamos a trillar. Café, la modelo. A ver, La modelo pasa. ¿para dónde es? Ah, de Por acá. favor. Sí, porque Patrick está ocupado Sí. haciendo el film. Desde aquí vamos a... que ya afloja un poco. Da aber die Schale und die Bohne in denselben Topf fallen, muss es dann noch getrennt werden und das wird dann hier so gestreut und dabei rausgewedelt. Dann fliegt die dünne Haut quasi davon und man hat nur die Bohne. Hier muss man jetzt noch trennen, die guten von den schlechten, Pero ¿y cómo te das cuenta? nachdem wir sie von der Schale getrennt haben. Also es ist echt super viel Arbeit. 20 Minuten später haben wir so viel getrennt, zu zweit. Und jetzt wird er geröstet. Achtung. Comienza a ser muy fuerte y se... Entonces, no, nada. No aceite, no... Nichts. Solo el grano. ¿Listo? Solo el grano de café. Y ahora hay que mover esto todo el tiempo. Esto es tostión. Grillado, tostión. O tostado. Está quemado, ¿sabes? Amargo. Amargo. ¿Y cómo quitamos el amargo? Jetzt wird er langsam dunkler. Sí, pero está la hornilla pequeñita. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Aber es gibt natürlich, man kann immer kaufen, ne, verschiedene Grade, wie doll der getoastet ist, geröstet ist. Und irgendwann kommt der Moment, dann platzt er. Dann ist er zu viel getoastet. Also umso dunkler er ist, umso bitterer ist er. Aber jetzt sieht er schon gut aus. Pero mira que ya algunos se comenzaban a quemar. Sí. Ya lo puedes tener allá. Mientras tanto, esto ya se va aquí. O sea, amargo. Vale. Que es lo mismo que le pasa a una arepa quemada.
¿sí? Y la única forma es con azúcar. Y por eso no debemos llegar nunca a tostión alto. Porque So, jetzt wird der Kaffee gemahlen. Paula ist wieder die Malerin. perdón. Para el otro lado. Ah, yo no te saliendo. Aquí allá o aquí afuera ahorita, porque se me ahí sí puede. Oh, schwierig. Difícil. Mi abuela vendía café. Paula recordando sus raíces. Qué bonito. Aquí vamos a Ein bisschen French Press. usar la French Press, que creo que es italiana. Creo que es italiana. Und er hat auch erklärt, wenn es für Espresso muss es ganz fein sein und für French Press nicht so fein. Vamos a echar 7 gramos, que es arroz aquí. ¿Así? Sí, señora, 7 gramos, 4 de esas. O sea, 28 gramos para 400 mililitros de agua. O sea, 7 gramos por cada 100 mililitros de agua. Entonces, ponemos aquí. Se supone que debe estar así como el 90. ¿Y ahora qué hacemos? Esperamos. Entre estos teléfonos. Jetzt muss er natürlich noch verpackt werden. ¿Qué café hicimos, Puedes echarle más. Ah, está bien. También de café, Sí. claro. Salud. Un genio, Juan. Salud. Salud. Qué rico. Es artesanal, ¿no? No, está rico. Muy rico. Ya uno debe comenzar a descubrir que So wird Kaffee gemacht. Ihr habt es gesehen. Ich habe ihn sehr genossen, meinen Besuch in der Kaffeefinca. Besonders auch, weil es nicht so kommerziell war dort. Ihr habt es gesehen, es war sehr persönlich. Der Typ war super nett. Wenn ihr auch mal in der Gegend seid und die gleiche Kaffeefinca besuchen wollt, meine interaktiven Karten sind auf meiner Webseite. Da könnt ihr die Kaffeefinca finden und einen Termin ausmachen, wenn ihr möchtet. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten seht ihr vielleicht, dass ich mich noch immer in meinem Reha-Zimmer befinde. Ich bin immer noch in Reha. Es verläuft aber alles gut und pünktlich zu Weihnachten werde ich draußen sein. Der nächste große Check-up ist dann im Januar. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So lange könnt ihr weiter meinen Adventskalender verfolgen. Shorts, TikTok, Instagram und Facebook läuft er. Und noch wünsche ich euch keine frohe Weihnachten, denn ich bin frohen Mutes, dass ich es noch schaffe, noch ein weiteres Video zu publizieren. Dann bleiben wir in der Kaffeeregion Kolumbiens. Es geht zu den höchsten Palmen der Welt und einer abenteuerlichen Wanderung in einem Dschungel auf 3000 Metern Höhe. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Euer Reha Ruti. Ciao.